Hola Fops, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Und hier haben wir einen schicken Star Trek-Kommunikator, einen ganz klassischen, wie Kirk ihn in der Hand hatte. Genau. Schön aus der Originalserie. Die sind dann später ja geschrumpft zu diesen Metallemblemen auf der Brust. Genau, da waren sie noch ein bisschen größer. Da waren sie noch, ja, das waren Klapphandys, lange bevor es Klapphandys gab. Genau. Wann kam die Originalserie? 69 oder sogar früher schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine 69 war ihr Startschuss. Und tada. Soweit ich weiß, kam die Idee vom Handy auch durch die Serie. Ja, also großartig. Sieht man mal, was Science-Fiction-Serien manchmal bewirken können. Ein schickes Set mit einem passenden Ständer. Er ist kein Lade. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Laden, aber es sind halt doch nur Noppensteine. Genau. Mit einem Print. Und ich finde einer sehr coolen Bautechnik, weil wir hier so diese schöne Halbierung haben in Flat Silver unten und Schwarz oben. Ne? Sogar hier. Genau, ja. Sieht nice aus. Auch hinten schön gefliest, wo immer es geht. Ja, soll ja auch gut sein, egal wie man ihn sich anguckt. Richtig. Und soll auch die Originalgröße haben. Und ich glaube, das kommt hin. Ich habe immer versucht, das so zu halten, aber so haben die das ja nicht gemacht. Nee, die haben das dann immer so schwungvoll aufgeklappt. Ja. Und das kann er nicht. Nein, das kann er nicht. Aber man soll ihn ja auch aufstellen können. Also es wäre dann schlecht, wenn die so, ganz lose wären und so rumschlackern würden. Genau. Dann kann man ihn ja nicht mehr so schön aufgestellt hinstellen. Wir haben hier schicke Teile in Pearl Gold. Ich kam jetzt gerade kurz auf den Namen. In Pearl Gold. Ja. Und das sieht filigran aus. Und ist es auch. Da bin ich ehrlich. Also man kann es zuklappen. Man kann es auch wieder aufklappen. Aber ihr seht, man muss ein bisschen hier drücken, denn die Klemmkraft von diesen Clips hier oben ist sehr hoch. Genau. Und die Klemmkraft von den beiden Noppen, an denen das Ganze hält, ist halt nur so hoch wie die Klemmkraft von 2 Noppen. Genau. Und wenn ich es klappe, geht zu, geht auch wieder auf. Wenn ich es mit zu viel Schwung mache, gehen vielleicht hier die Noppen auch ab, weil das halt jeweils nur eine Noppe ist. Ja. Und ich muss ab und zu hier nochmal festdrücken. Also das ist natürlich auch die Vorlage so ein bisschen das Problem. Also der ist halt auch wirklich, also diese Gelenke vom Original sind auch extrem dünn. Ja. Und wenn wir uns da natürlich dran halten wollen, dann ist das ein bisschen schwierig. Wenn wir das jetzt noch hier hinterfüttert hätten, das noch stabiler gemacht hätten, wäre das als Set noch stabiler geworden, hätte aber nicht mehr so gut wie das Original ausgesehen. Genau. Denn wir wollen ja auch im zugeklappten Zustand hier eine sehr flache Oberfläche haben und nicht hier noch was drauf, was das Ganze dann nochmal stabiler macht, aber nicht mehr zur Optik passt. Das ist also was zum Hinstellen für ein Star Trek Lab. Ich weiß, sowas gibt es auch. Gibt es dann ja auch andere Gadgets, die nicht aus Noppenstein sind, die man sich besorgen kann. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine Ampel. Wenn ich dich jetzt frage, was die Funktionen der Knöpfe sind, weißt du das wahrscheinlich auch nicht. Das kann ich dir tatsächlich auch nicht. Also wenn die das in der Serie benutzen, dann geht Kirk da immer dran und dreht mal an einem dieser Knöpfe. Okay. Aber das ist auch so, ich weiß um ehrlich zu sein nie so ganz, man sieht es halt auch nie so genau, welchen Knopf er nimmt. Vielleicht nimmt er auch jedes Mal einen anderen. Ich glaube, wenn man William Shatner fragen würde, er wüsste es auch nicht. Das wahrscheinlich. Ist halt, man macht ein bisschen dran rum. Also wahrscheinlich dreht man hier irgendwie an dem einen, um den zu aktivieren, der nächste, um einen Kanal einzuschalten, um die Frequenz zu wechseln oder so. Ja. Aber welcher davon jetzt was macht? Wir wissen es jedenfalls nicht. Wir haben auf jeden Fall hier, das müsste der Lautsprecher sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier ist dann quasi das Mikrofon, hier wo dieses schöne Gitter ist. Das weiß ich. Ich glaube, das ist auch relativ festgelegt, sage ich jetzt mal in der Serie, dass das so ist. Aber bei den Knöpfen ist immer so eine Frage bei Science-Fiction-Serien. Genau. Wir haben einen schicken Karton. Ja. Und das Spezielle an dem Karton ist, es ist ja von der Farbe her Originalserie und wir haben hier oben den Mr. Spock. Und das hier ist auch ein Karton der Originalserie und hier haben wir oben den Captain Kirk. Es gibt also ein alternatives Bild. Ja. Entweder Spock oder Kirk. Die meisten Sets bei uns haben den Captain Kirk, beispielsweise die große Display Enterprise der Originalserie oder eines der Minimodelle der Originalserie oder so, da haben wir dann den Kirk.
Aber da wir hier 2 Gadgets haben, haben wir uns gedacht, naja, den Kommunikator, da nehmen wir mal den Mr. Spock. Passt ja auch mehr. Also Kirk war ja immer der mehr so, der hat dann auch mal den Phaser in der Hand genommen und ist mal losgestürmt. Und Spock war ja immer der dann eher so ein, er ist ja der Logische. Ja. Und der nimmt dann eher. Also falls wir irgendwann noch mal sowas wie so ein Tricorder oder so als Gadget machen würden. Da muss dann Spock drauf. Da wäre dann auch eher der Mr. Spock drauf. Genau. Hier ist nochmal die Rückseite. Ja. Aber, ja, schön. Und die Anleitung, das ist auch was die Anleitung Besonderes. Sind zwei Anleitungen. Sind 2 Anleitungen. Es ist nämlich hier so ein Faltblatt quasi. Es ist ein sehr kleines Set und hier liegt eine Anleitung aus 2 Faltblättern, beide jeweils beidseitig. Sind natürlich beide Seiten dann bedruckt, das wollte ich gerade sagen. Und wie wir es schon kennen, die vorherigen Farben werden so ein bisschen verblasst, das, was man schon gebaut hat. Ja. Man kann aber immer noch erkennen, welche Farben es sind. Also dann ist so ein Pearl Gold, ist dann auch immer noch Pearl Gold. Halt nur so ein bisschen verblasst, damit man genau sieht, was baue ich denn jetzt. Jawohl. Bauschrittunterteilung dürften wir nicht haben. Wir haben aber auch nur 217 Teile. Da brauchen wir das tatsächlich nicht. Ja, das ist nicht besonders viel. Ja, ein paar Teile haben wir natürlich über. Wie das immer so ist. Ja. Irgendwas hat man immer über. Das Einzelnoppentool natürlich. Und Einzelnoppen in Gold, das finde ich ja klasse. Die muss ich mal zeigen. Ja, die sind. Ja, man kann sich ja fragen, wie wird das hier zusammengebaut? Hier sind die Noppenrichtung quasi oben und hier ist sie nach da. Also wie wird das gemacht? Es wird gemacht, indem wir... Das Teil hat ja schon... Das Teil hat schon Noppen. Ah, das ist ein spezielles. Ja, dann, das ist die 1x3 Fliese. Dann hier beispielsweise. Ja. Hier steckt jetzt eine Einzelnoppe drin und hier gegenüber ist auch eine. Also die wird mit dem Einzelnoppentool hier in die Fliese reingesetzt oder hier beispielsweise hinein. Ja. Und so kann man das Ganze dann, obwohl die Noppen jeweils in unterschiedliche Richtungen gehen, miteinander verbinden. Und wir haben es halt einfach gemacht. Wir hätten es ja auch in Schwarz nehmen können. Ne? Klar, hätte man machen können, weil letzten Endes sieht man sie ja nicht. Aber man sieht sie nicht, weil sie weg sind. Aber wenn dann doch mal vielleicht das Licht durchscheint oder so, die sind ja dann teilweise, wenn die Sonne so richtig drauf fällt auf so ein paar Noppensteine, dann kann man auch so ein bisschen durchgucken. Richtig. Da oben ist Gold, deswegen haben wir gesagt, die Einzelnoppen sind einfach auch golden. Ja. So Einzelnoppen in Pearl Gold, auch mal was Neues. Sehr schick. Unser Star Trek-Kommunikator hat die Setnummer 104168, 217 Teile, wie gesagt, für 14,95 €. Auf dem Ständer aufgeklappt, Maße ungefähr 14 cm tief, 8 cm breit und 17 cm hoch. Klappt ihr das zu, sind es dann halt vielleicht noch 10 cm in der Höhe und es ist auch nicht mehr so tief. Aber so sieht das schon noch ein bisschen schicker aus, finde ich. Ja, so muss er stehen. Passt natürlich perfekt zu diesem Gadget, zum Phaser der Originalserie. Genau. Ne? Also die beiden wurden von der gleichen Mannschaft benutzt. Wenn man dann mal in Richtung Next Generation geht, haben wir noch den Phaser Typ 2 aus der Next Generation und den klingonischen Dolch. Den gab es wahrscheinlich auch zu Kirks Zeiten schon. Das kann jetzt sein. Nicht, ob man ihn da viel gesehen hat. Also in der Originalserie sieht man ihn nicht. Okay. Also es kann natürlich sein, das müsste ich jetzt auch mal nachgucken, ob es den damals schon gab. Ich weiß nicht, wie lange der bei den Klingonen benutzt wird. Aber die Klingonen sahen ja auch in der Originalserie noch mal ein bisschen anders aus. Ja, da haben sie dann ja sogar irgendwie im Star Trek-Kanon eine Erklärung für gesucht. Ja, und weil auch das gefunden. Mit den Maskenbildern ja irgendwie 1969 hat man es noch nicht ganz so aufwendig gemacht. Ja. Okay. Ja, Kommunikator haben wir euch vorgestellt, den Phaser der Originalserie haben wir euch schon vorgestellt, den Klingonendolch haben wir euch schon vorgestellt. Fehlt also nur noch der Phaser aus der Next Generation. Der kommt noch. Der kommt im nächsten Video. So ist es. Und für heute war es das damit aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Bald gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Jawohl. Ja, schon schön. Ich mag auch die Färbung bei den Pearl Gold. Also die ist gut Sowas gelungen. muss es auch einfach als Handy geben. Also gibt es bestimmt. Wenn ja, muss ich es mir doch kaufen.
Ach so, ja, dass es funktioniert. Dass es wirklich funktioniert, Ja, das wäre das natürlich. ist schon geil, ja. Ja.